指鹿为马, aus einem Hirsch ein Pferd machen. Nach dem Tod von dem ersten Kaiser Qin Shi Huangdi wurde die Macht von einem Eunuchen namens Zhao Gao kontrolliert. Er ernannte sich zum Reichsminister, betrog den neuen jungen Kaiser und ließ alle Leute umbringen, die seine Macht bedrohten oder ihm widersprachen. Um besser zu überprüfen, welche Beamten ihm in der Reichsregierung nicht gehorchten, schmiedete er einen Plan. Eines Tages bei einer staatlichen Konferenz ließ er einen Hirsch in die Haupthalle des Kaiserhofs bringen und sagte laut: Das ist ein Pferd. Der Kaiser lachte, dass der Minister einen Hirsch mit einem Pferd verwechselte. Er fragt alle anderen Beamten, ob sie einen Hirsch oder ein Pferd sahen. Manche Beamten schwiegen. Manche Beamten antworteten: Der Minister hat recht, es ist ein Pferd. Einige sagten, dass sie dort nur einen Hirsch sahen. Zhao Gao integrierte schließlich gegen die Beamten, die die Wahrheit gesagt hatten, und ließ sie heimlich ermorden. Die Beamten hingegen, die das Tier zum Pferd verzierten, wurden gelobt und befördert. Nach dieser Gelegenheit wagte niemand von der Regierung mehr, ein Wort von Zhao Gao zu widersprechen. Im Chinesischen benutzt man das Idiom 指鹿为马, aus einem Hirsch ein Pferd machen, in Kontexten, wenn jemand mit Absicht die Wahrheit verzerrt. Fast alle Leute mit funktionierenden Augen können Hirsche von Pferden unterscheiden. Aber es ist tatsächlich passiert, dass eine Beamtengruppe mit Absicht aus einem Hirsch ein Pferd machte. Das Idiom und das Märchen des Kaisers neue Kleider vermittelt uns ähnlich, dass es manchmal viel schwerer ist, die Wahrheit zu sagen, als sie zu entdecken. Es fehlt ihnen nicht die Intelligenz, die Wahrheit zu sehen, aber sie machen eine Behauptung, die von den Gesehenen und Gedachten entfernt war, um eigene Interesse zu schützen. Sowohl der Eunuch Zhao Gao als auch die zwei Betrüger waren sich bewusst, die psychische Schwäche der Menschen auszunutzen, dass die Leute unter dem Druck der Macht, der eigenen Interessen und der Bewertungserwartung von anderen lügen können. Und jemandem, der die Wahrheit sagt, erwarten oft Strafen, Abschreckung oder Hohn. Diese lügnerische Umgebung verursacht, dass in einer Gesellschaft immer mehr Leute lügen und es immer weniger Leute geben kann, die die Wahrheit zu sagen wagen. Zusätzlich gibt es auch eine große neutrale Menschengruppe, die vor der Wahrheit die Augen verschließt. Es wird anschließend immer mehr Leute geben, die sich keine Mühe machen, um selbst Tatsachen zu analysieren und die Wahrheit zu entdecken. Sie übernehmen stattdessen die Meinungen, die die Mehrheit oder die offiziellen Medien in ihrer Umgebung behaupten, was keine Arbeit kostet und ihre Sicherheit am besten garantiert. Aber wenn niemand die Wahrheit sagt, muss die Gesellschaft prinzipiell in eine unrettbare Notlage geraten. Das mächtige Qin-Kaiserreich, das historisch zum ersten Mal China vereinheitlichte, ging nur 2 Jahre nach dem Hirschpferd-Verdrehung zu Ende. Ehrliche und aufrichtige Leute und das offene Sagen der Wahrheit sind für eine gesunde Gesellschaft unentbehrlich. Einige Ärzte aus Wuhan beispielsweise, die zum ersten Mal Covid-19 als neues gefährliches Virus entdeckt und trotz des bürokratischen Drucks den Leuten Bescheid gegeben haben, sind die Verteidiger der Wahrheit.
Manche anderen Ärzte dort haben hingegen aus einem Hirsch ein Pferd gemacht.